Guten Tag und herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir leben in einer Zeit, in der Lernen nicht mehr nur im Klassenzimmer oder im Hörsaal stattfindet. Viele Menschen nutzen ihre freie Zeit unterwegs, in der Bahn, im Bus oder beim Spazierengehen, um etwas Neues zu lernen. Podcasts, Lern-Apps, Sprachnachrichten oder kurze Videos. Das Angebot ist riesig. Doch ist das wirklich effektiv oder fehlt dabei vielleicht die Tiefe? Darüber möchten wir heute sprechen, unter dem Motto Lernen überraschend und unterwegs. Ich freue mich, heute 2 Gäste im Studio begrüßen zu dürfen. Da ist zum einen Frau Schneider, Sprachtrainerin und Expertin für digitales Lernen. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch. Und zum anderen begrüße ich Herrn Weber, Erwachsenenbildner und Lerncoach. Schön, dass Sie dabei sind. Danke, ich bin gespannt auf die Diskussion. Frau Schneider, ich beginne mit Ihnen. Lernen unterwegs. Ist das Ihrer Meinung nach nur ein Trend oder wirklich eine sinnvolle Ergänzung zum klassischen Lernen? Ich denke, es ist mehr als ein Trend. Viele Menschen nutzen Wartezeiten oder ihren Arbeitsweg sinnvoll, um sich weiterzubilden. Besonders für Berufstätige, die wenig Zeit haben, ist das eine tolle Möglichkeit, flexibel und unabhängig zu lernen. Da stimme ich zu. Es macht das Lernen im Alltag zugänglicher. Man muss nicht extra Zeit freischaufeln, sondern nutzt Momente, die sonst vielleicht unproduktiv wären. Es ersetzt allerdings kein strukturiertes Lernen, sondern sollte als Ergänzung verstanden werden. Lassen Sie uns etwas genauer hinschauen. Welche Vorteile sehen Sie beim mobilen oder spontanen Lernen? Ein großer Vorteil ist die zeitliche und örtliche Unabhängigkeit. Man kann selbst entscheiden, wann und wo man lernt. Außerdem fördert das spontane Lernen oft die Motivation, weil man Inhalte genau dann konsumiert, wenn man Interesse hat. Ein weiterer Pluspunkt ist die Regelmäßigkeit kleiner Lerneinheiten. Wenn man regelmäßig Inhalte wiederholt, zum Beispiel beim Zähneputzen oder Spazierengehen, bleibt das Gelernte besser im Gedächtnis. Durch die Vielfalt an Medien, Audio, Video, Text, kann jeder seinen individuellen Lernstil finden. Und welche Nachteile sehen Sie, Frau Schneider? Natürlich gibt es auch Herausforderungen. Die Ablenkung unterwegs ist groß. Gerade in öffentlichen Verkehrsmitteln fällt es vielen schwer, sich zu konzentrieren. Und ohne festen Lernplan verliert man schnell den Überblick. Ja, und oft bleibt das Lernen oberflächlich. Wer nur konsumiert, ohne sich aktiv mit dem Gelernten auseinanderzusetzen, wird es sich schlechter merken. Deshalb ist es wichtig, das Gehörte oder Gelesene zu reflektieren, zum Beispiel durch Notizen oder Wiederholungen. Sie sprechen einen wichtigen Punkt an. Aktive Beteiligung. Wie lässt sich das mit dem Lernen unterwegs verbinden? Ich empfehle, das Gehörte im Anschluss zusammenzufassen, entweder schriftlich oder mündlich. Das kann man sogar ins Handy sprechen. Dadurch wird aus passivem Konsum aktives Lernen. Oder man nutzt Apps, die kleine Quizfragen oder Wiederholungen integrieren. Das fördert das Mitdenken und die Festigung des Gelernten. Wichtig ist außerdem, regelmäßig zu reflektieren. Was habe ich heute gelernt? Was möchte ich vertiefen? Das klingt sehr praktisch. Welche konkreten Tipps geben Sie unseren Hörerinnen und Hörern mit, die unterwegs lernen möchten? Zuerst sollte man sich realistische Ziele setzen. Wenn man weiß, dass man jeden Tag 15 Minuten Zeit in der Bahn hat, kann man gezielt eine Sprach-App oder einen Lernpodcast einplanen. Zudem ist Abwechslung wichtig. Mal hören, mal lesen, mal schreiben. Das erhöht den Lerneffekt. Ich empfehle auch, feste Lernzeiten im Alltag zu verankern. Zum Beispiel
Immer montags und mittwochs auf dem Arbeitsweg höre ich einen Podcast. Und freitags fasse ich die wichtigsten Inhalte schriftlich zusammen. Wer das Lernen in seinen Tagesablauf integriert, bleibt oft länger motiviert. Und ganz wichtig, man sollte nicht zu streng mit sich sein. Es ist völlig normal, dass es nicht immer klappt. Lernen darf auch Spaß machen und manchmal auch überraschend sein. Apropos Überraschung. Gibt es Beispiele, bei denen Lernen ganz nebenbei geschieht, ohne dass man es plant oder bemerkt? Auf jeden Fall. Manchmal lernt man Dinge ganz unbewusst, etwa durch eine Infografik in der U-Bahn oder ein Plakat über Umweltschutz oder Gleichstellung. Solche visuellen Impulse bleiben oft besonders gut im Gedächtnis. Ja, das finde ich besonders spannend. Lernen kann auch durch Alltagsgegenstände stattfinden. Ich habe neulich auf einer Brottüte einen Aufdruck gelesen, der über häusliche Gewalt informierte, mit wichtigen Informationen und Hilfskontakten. Solche Botschaften regen zum Nachdenken an, genau in Momenten, in denen man es nicht erwartet. Auch Einkaufstüten oder Flyer können Bildungsinhalte transportieren. Wer im Alltag offen bleibt, kann viele kleine Lerneinheiten entdecken, ganz ohne klassischen Unterricht. Das ist ein interessanter Gedanke, dass Lernen nicht nur geplant, sondern auch zufällig geschehen kann. Und genau solche Momente prägen sich manchmal besonders gut ein. Abschließend noch eine Frage. Was tun, wenn man motiviert startet, aber nach ein paar Tagen wieder aufhört? Da hilft es, sich mit kleinen Belohnungen zu motivieren. Zum Beispiel, nach 3 erfolgreichen Lerntagen gönne ich mir etwas Schönes. Auch der Austausch mit anderen in Lernforen oder Lerngruppen kann die Motivation steigern. Oder man dokumentiert den Lernfortschritt visuell, etwa mit einer Checkliste oder einer App. Das macht Erfolge sichtbar und spornt an, dran zu bleiben. Vielen Dank für diese wertvollen Einblicke und Tipps. Es ist spannend zu sehen, wie sich Lernen verändert und dass man auch unterwegs viel mitnehmen kann, wenn man bewusst vorgeht. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer konnten heute etwas für ihren Alltag mitnehmen. Vielleicht haben sie ja schon morgen Lust, auf dem Weg zur Arbeit ein bisschen dazu zu lernen. Vielen Dank an Frau Schneider und Herrn Weber für das Gespräch. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wünschen wir noch einen schönen Tag und vielleicht ein paar überraschende Lernmomente unterwegs. Bis zum nächsten Mal.